Patientinnen, liebe Patienten, ich melde mich zurück mit einem neuen Produkt und mit einem neuen Video damit auch. Und ich bin sehr froh, dass wir es hier haben. Ich darf Ihnen vorstellen, im Grunde genommen eine neue Form von einer autologen Therapie in der Ästhetik. Wir kennen Dinge wie Botulinumtoxin, wir kennen Dinge wie Hyaluronsäure, wie Calciumhydroxylapatit, diese ganze Fillerpalette. Und hier ist es aber so, dass bei diesem Therapiekonzept keine Fremdstoffe injiziert werden, sondern im Grunde genommen nur ihre eigenen, und deswegen finde ich es grandios. Im Vergleich zu dem, was wir kennen, nämlich PRP oder auch das sogenannte Vampire Lift, ist es bei Exokine, so heißt dieses autologe Therapiekonzept, eben doch noch etwas anders. Es sind auch körpereigene Zellen, es ist ihr Plasma, was ihnen zurückgegeben wird, aber es ist etwas anders als PRP und damit auch effektiver nachgewiesen als PRP, weil sie nämlich anders als beim Vampire Lift hier keine Nekrosefaktoren haben, sondern sie haben hier einen deutlich höheren Anteil an Wachstumsfaktoren und eben auch Zytokinen. Gut, ich erzähle Ihnen, was wir erwarten können von dieser Therapie, denn jede Therapie braucht auch ein Resultat. Was möchten wir erreichen? Wir möchten mehr Hautgesundheit, wir möchten mehr Hydratation, wir möchten Hautalterung stoppen, Hautalterung zurückdrehen, im Grunde genommen. Wir möchten auch, und das ist ganz, ganz wichtig bei Exokine, es kann auch als wirklich medizinische Indikation appliziert werden. Wir können Entzündungsreaktionen der Haut runterfahren. Wir können Therapieformen damit auch machen wie Akneverbesserung, Rosatia-Verbesserung. Diese Rötung, die viele haben, die jetzt im Grunde genommen nicht unbedingt einer bestimmten Hauterkrankung zuzuordnen sind. All diese Möglichkeiten haben wir. Was können wir erwarten nach der Behandlung? An Tag 1, Tag 2 haben wir einen sensationellen Glow-Effekt. Das heißt auch für Sie, für die es wirklich in Anführungsstrichen nur für die Hautalterung oder gegen die Hautalterung einsetzen möchten, planen Sie an Tag 2, an Tag 3 schöne Dinge. Ja? Sie können zu einem Event gehen und Sie strahlen. Für alle anderen sehen Sie schon in den ersten 2 Tagen das Runterfahren, das Beruhigen von Entzündungsreaktionen, das Zurückgehen von Rötungen. All diese Therapieoptionen haben wir mit Exokine. Exokine nennt man auch Unicorn Lift. Und was haben Sie zu erwarten? Wie wird es appliziert? Wie ist die Therapieform im Grunde genommen? Wir planen 3 bis 4 Behandlungen mit einem Behandlungsabstand von guten 2 bis 3 Wochen. Diese Behandlung geht folgendermaßen. Es wird Ihnen Blut abgenommen. Dieses Blut kommt in einen Inkubator, wird eine gewisse Zeit im Grunde genommen dann vorbereitet, dann wird es abzentrifugiert, Ihr Plasma wird sozusagen dann gewonnen. In dem Plasma durch diesen besonderen Gewinnungsprozess, der ganz anders ist als beim Vampire Lift, beim PRP, wird dann dieses angereicherte Plasma, was Wachstumsfaktoren hat, Zytokine hat, ihr eigenes Potenzial im Grunde genommen, nur in deutlich höherer Dosis optimiert, wird dann in kleine Spritzen abgefüllt und dann wird es Ihnen wiedergegeben. Wie wird es Ihnen wiedergegeben? In Form einer Mesotherapie. Das heißt, wir haben ganz, ganz dünne Nadeln, noch dünner teilweise als bei der Applikation zum Beispiel von Botulinumtoxin. Und es wird Ihnen in einem Schema eingegeben, intrakutan, das heißt also in die oberen Hautschichten gequaddelt, sodass Sie also direkt nach der Applikation, nach der Therapie schon auch die kleinen Quaddeln haben, die aber in den nächsten Stunden sich komplett zurückbilden und am nächsten Tag profitieren Sie bereits von den Resultaten. Das heißt, was wollen wir mit Exokine erreichen? Wir haben diese im Grunde genommen absolut neuartige Chance, Alterungsprozesse zurückzusetzen. Dann fragt man sich, warum, wodurch im Grunde genommen. Ich kann Ihnen sagen, wodurch nicht. Nicht durch Toxine, wie zum Beispiel Botulinumtoxin, nicht durch Fremdsubstanzen, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, wo wir im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, alle große Fans davon sind, wir kennen das alle gut, aber wir wissen die Spätreaktion eben doch nicht wirklich einzuschätzen. Hier haben Sie keine Spätreaktion, weil es ist körpereigen, das heißt aus Ihrem eigenen Potenzial hergestellt und eben Ihnen auch wiedergegeben. Wenn wir über den Prozess der Hautalterung sprechen, dann haben wir wesentliche Bausteine der Hautalterung. Wir haben
externe Bausteine, die wir kaum beeinflussen können, wie UV-Strahlung, freie Radikale, Umweltgifte, die immer mehr werden. Natürlich auch Ernährung, Rauchen, Sportverhalten, all diese Möglichkeiten haben wir und die spielen natürlich eine maßgebliche Rolle bei der Hautalterung. Aber wir haben immer auch einfach alterungsspezifisch Zunahme von Entzündungsreaktionen. Wir haben eine immer geringere Freisetzung von Wachstumsfaktoren. Wir haben eine nachweislich, natürlich ganz klare Abnahme von Stammzellen. Wir haben eine Kollagenabnahme, was ganz dramatisch ist und bereits einsetzt ab dem 25. Lebensjahr, das wissen wir. Und wir haben natürlich einen immer geringer werdenden Wasserhaushalt der Haut. Das heißt, all diese Dinge können wir mit Exokain beeinflussen. Ihr Hydratisierungszustand der Haut nimmt nachweislich zu. Sie haben eine bessere Hautstraffung. Sie halten Hautalterungsprozesse auf, indem sie natürlich auch beinhaltet durch die Wachstumsfaktoren in diesem Prozess und beinhaltet durch die Zytokine Entzündungen, die altersspezifisch sich einstellen, eben auch zurückfahren. All diese Möglichkeiten haben sie und deswegen bin ich so froh, dass wir es jetzt hier bei uns haben und ich glaube ganz ehrlich, trotzdem ich natürlich, und das wissen Sie, ein großer Fan bin von Injectables, von Fillern, von Botulinumtoxin, ich glaube, dass wir auf die Langzeit gesehen immer mehr auch den Bedarf haben und auch das innere Bedürfnis einfach empfinden, zurückzufinden zu Dingen, die körpereigen sind, weil wir definitiv bei Dingen, die körpereigen sind, keine Reaktion zu erwarten haben. Ja, liebe Patientin, dann sehen Sie jetzt das Blut, was wir im Grunde genommen jetzt zentrifugiert haben, um das Plasma zu separieren. Das wird dann ganz vorsichtig aus der Zentrifuge genommen und dann eben ganz vorsichtig aufbereitet. Und auch das ist etwas anders, als wir es jetzt von der Plasmatherapie oder vom sogenannten Vampire Lift kennen. Wir haben hier wirklich Produktschutz pur. Das heißt, wir haben dazwischen gesetzt eben auch noch dann einen luftdichten Filter gleich, der eben auch nochmal die letzte eventuelle Kontamination im Grunde genommen dann ausschließt. Und das ist etwas, was natürlich völlig anders ist als beim Vampire Lift. Da wird dann hinterher das Röhrchen aufgemacht, dann wird es einfach abgezogen. Also das sind alles Dinge, die bei Exokain komplett anders gehen. Das sehen Sie jetzt hier. Dazwischen ist dann wirklich nochmal ein Filter auch gesetzt. Und das sind Dinge, die eben doch komplett große Unterschiede machen und damit eben auch schon zeigen, wie anders, wie hochwertig im Grunde genommen jetzt diese neue Form der autologen Therapie ist. Sie sehen, das Plasma wird jetzt abgezogen und das auch ganz vorsichtig und ganz langsam, damit wir eben keinen Zellzerfall haben. Und das machen wir jetzt je nachdem, wie viel behandelt werden soll, Full Face oder auch nur Areale, wie zum Beispiel Dekolleté, wie zum Beispiel Hände. Je nachdem, was also, wie viel Fläche therapiert werden soll, wird eben auch dementsprechend viel an Material initial dem Patienten als Blut abgenommen und eben dann natürlich hinterher auch als Plasma gewonnen. Und Sie sehen jetzt gleich auch, ich behandle mich natürlich auch, weil ich finde das sensationell gut und Sie werden im weiteren Verlauf, wenn ich dann eine meiner Patientinnen behandle, auch schon sehen, wie ich direkt nach der Behandlung aussehe, weil ich finde, dass das wichtig ist, dass man im Grunde genommen auch nur das macht, wovon man überzeugt ist und das ist eines der wenigen Dinge, die in letzter Zeit wirklich sensationell neu und gut sind auf dem Markt, von denen ich auch absolut überzeugt bin. Auch hier große Mengen, wir machen 2 Full-Face-Treatments, eines bei mir selbst, eines bei einer Patientin von mir und dementsprechend brauchen wir dann eben auch die Menge an Plasma, aber grundsätzlich den Rest an Plasma, der wird dann eingefroren, das heißt, der Patient braucht nur einmal zur Blutentnahme kommen und die ganzen weiteren Behandlungen, in der Regel 3 bis 4, das habe ich eben schon erklärt, können dann von diesem initial gewonnenen Plasma dann auch gemacht werden. Das heißt, zu jeder Behandlung werden wir das Plasma dann auftauen, das jeweilige, was für diese Behandlung dann gebraucht wird und es Ihnen dann im Grunde genommen wieder zurückgeben, eingeben, injizieren, wenn man so möchte. Jetzt haben wir hier das gesamte Plasma
gewonnen und das wird jetzt verteilt in kleine 1 Milliliter Spritzen, sodass wir dann über diese 1 Milliliter Spritzen es als Therapie wieder eingeben können. Hier sehen wir jetzt das Aufsetzen eines luftdichten Filters noch einmal. Das heißt also auch das jetzt gewonnene, und das ist einfach auch wirklich sauber gewonnene Plasma, wird dann auch nochmal durch einen Filter abgefüllt für noch mehr Sterilität, wenn man so möchte, in die einzelnen Spritzen. Ja, jetzt sehen Sie quasi nochmal die Applikation und das passiert in der Tat dann auch steril von dem Plasma sozusagen in die einzelnen Spritzen, die dann sozusagen als Injektionsspritzen dienen für die eigentliche Therapie, für das Ihnen zurückgeben des hochwertig angereicherten Plasmas. Das wird dann so, wie Sie es jetzt sehen, dann einzeln eingefroren, so und so wird es eben auch in einzelnen Spritzen wieder injiziert. Gut, jetzt haben wir hier die fertigen präparierten Spritzen mit dem Exokine Plasma. Und jetzt, ich habe schon eine kleine Zeichnung gemacht, gehen wir jetzt und impfen es sozusagen dort ein. Und das sind immer winzig kleine Einstiche pro Punkt. Und dann geben wir immer 0,05 guter Zentimeter Abstand in die Hautschichten hinein. Sie sehen, da entsteht immer so eine kleine Quaddel. Das soll auch so sein, das ist also absolut richtig so. Und die Patientin merkt dann immer so ein leichtes Brennen. Nicht unmittelbar, aber so nach so ein paar Sekunden im Grunde genommen. Aber auch das ist völlig normal. Und man geht auch hier wirklich in die Nasolabialfalte hinein, dass man auch dort wirklich die Hautalterung aufhält. Und dann wirklich immer in 1 cm Schritten, immer 0,05 pro Punkt. Und dann wirklich wird es so gequaddelt, natürlich auf beiden Seiten. Das ist natürlich klar. Und was man hinterher auch merkt, und Sie sehen auch mich gleich, weil ich habe mich eben schon behandelt, wir zeigen auch vorher Bilder und Behandlung und die Bilder direkt nach meiner Behandlung. Wir können auch gleich mal rüber schwenken. Das ist eben halt schon auch etwas, was dann schon, ja, etwas Rötung macht, aber das ist auch völlig normal, das soll es ruhig auch. Das macht gar nichts, das ist eben auch die Reaktion, die sich dann dort bildet und das ist völlig in Ordnung. 0,05 pro Punkt. Wir sehen, das geht dann auch wirklich zügig. Das ist schon der erste Milliliter sozusagen, der dort eingegeben ist. Dann gehen wir jetzt zum zweiten Milliliter. Vorher dann immer, wie es so üblich ist, die Entlüftung. Dann geht es weiter. Und so geht es dann in zügiger Abfolge im Grunde genommen. Und Sie sehen, ich hoffe, Sie können es sehen, die Spritzen sind wirklich hauchfein. Das geht wirklich gut. Wir haben diese Patientin jetzt örtlich ein bisschen betäubt mit einer Salbe vorher. Das geht aber auch ohne. Also das kann man wirklich so machen, wie man möchte. Das Schmerzempfinden ist nun eben auch mal ganz unterschiedlich und das ist auch völlig in Ordnung. Nur damit Sie wissen, es geht also auch mit einer Salbe. Man geht hier in die Kinnpartie mit hinein. Man kann auch in den Oberlippenbereich gehen. Ich zeige Ihnen das einmal. Auch das geht ohne. Oberlippe ist sonst wirklich unangenehm, aber wenn es ein bisschen betäubt ist, dann geht das gut. Kinn-Kieferpartie, überall dort. Es macht für die jetzt meinen, was ist denn mit der Stirn, es macht nicht so viel Sinn. Für die Stirn hat man Botulinumtoxin. Die Stirn ist meistens auch nicht das. Es gibt kaum Unterhautfettgewebe, was man jetzt unbedingt mit Exokine oder generell mit PRP triggern will, auch wenn ich immer sehe, dass das immer wieder gemacht wird. Ich sehe da wenig Benefit. So, und dann haben wir im Grunde genommen die erste Seite behandelt und gehen zur zweiten Seite. Jetzt kommen wir zur zweiten Seite. Und da auch dasselbe Prozedere. Und Sie sehen, das geht dann auch relativ schnell. Die kleinen Quaddeln, für die sich fragen, oh Gott, wie lange hält das jetzt? Eine gute Stunde, dann ist das weg, dann sehen Sie das nicht mehr. Das, womit wir immer mal rechnen müssen, sind kleine blaue Flecke. Das ist natürlich klar, man greift in die Integrität der Haut ein. Also so etwas, da müssen wir mit rechnen, aber Sie sehen es jetzt auch hier, bisher ist es nicht zu einem kleinen blauen Fleck gekommen, weil wir eben doch auch oberflächlich sind, weil die Nadel, die wir hier benutzen, eben doch auch ganz, ganz fein ist.
sodass das im Grunde genommen wirklich meistens auch ohne großen blauen Fleck dann geht. Und die Patientin hat uns gerade berichtet, es gibt dann so direkt danach ein Brennen, auch Hitze. Das ist auf jeden Fall das, was ich auch gerade empfinde. Jetzt kommt dann zur Hitze, das ist gut, weil nämlich genau nach dem Eingeben auch die Prozesse schon starten und genau das wollen wir im Grunde genommen. Da sind wir jetzt schon bei der letzten Spritze. Auch die verteilen wir hier. Das, was Sie auch mitnehmen wollen aus diesem Video ist, es geht überall. Auch Hände gehen sehr, sehr gut. Das Dekolleté geht sehr, sehr gut mit Exokain. Auch der komplette Augenlidbereich geht hervorragend. Ich zeige Ihnen das hier gleich nochmal schematisch. Augen ist hier nicht unbedingt das Thema, aber ich zeige Ihnen gleich einmal, wie auch das natürlich ganz hervorragend geht. Auch hier gehen wir in die Kinnregion mit hinein und auch ein bisschen in die Kinnkieferpartie. Und ich zeige Ihnen mit den letzten 2 Shoots einmal auch schematisch, wie das geht in dem Augenlidbereich. Da sehen Sie mich auch, weil diese Patientin ist jünger als ich es bin, aber wir sehen auch hier, da wird gelächelt. Aber ich habe auch meinen Augenlidbereich natürlich mitbehandelt, machen wir uns nicht vor. Ich zeige Ihnen das einmal. Auch hier geht das. Und da es Ihr eigenes ist, haben wir keine Schwellung zu erwarten, keine Spätreaktion, wie wir es häufig doch leider manchmal auch nach der Hyaluronsäure haben. Das sind alles Dinge, die wir eben nicht zu erwarten haben, weil es ist das, was Sie produzieren, gebe ich Ihnen in potenzierter Form wieder. Ich zeige Ihnen das einmal auf der anderen Seite auch für den Augenbereich noch einmal. Nur schematisch. Also auch die ganzen Augenlider gehen und wenn wir weit oben rangehen, ziehe ich es immer so ein bisschen runter. Das ist also direkt danach. Jetzt machen wir noch alles sauber und dann zeige ich Ihnen die Patientin auch nochmal, wenn wir es wieder so ein bisschen hübsch gemacht haben. So, jetzt sehen Sie es hier sauber gemacht von beiden Seiten noch einmal. Das heißt, Sie haben natürlich eine Rötung, die ist aber auch nach einer Stunde bereits weg. Das ist jetzt auch eine Hitzebildung im Gewebe, das spürt man richtig. Das heißt, der Prozess geht sofort los. Das finde ich total großartig, muss ich sagen. Also ich finde das insgesamt total großartig. Es ist einfach wirklich eine Revolution und es ist wirklich etwas, wo ich glaube, dass der Trend in den nächsten Jahren zunehmend wieder hingeht. Wir stoppen Hautalterung mit körpereigenem Potenzial. Und das finde ich ganz maßgeblich entscheidend. Ja, liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Zuschauer, Sie sehen mich jetzt auch direkt nach der Behandlung, weil ich habe mich, bevor ich meine Patienten behandelt habe, habe ich mich behandelt. Es ist eine Rötung, es fühlt sich total gut an, weil Sie haben so ein inneres Wärmegefühl, was natürlich dadurch kommt, dass die Prozesse sofort losgehen. Das ist großartig. Und Sie sehen auch bei der Patientin, die Rötung nimmt dann aber auch sofort wieder ab. Das geht also ganz, ganz schnell. Sie können sofort in Ihren täglichen Ablauf zurück. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich persönlich gehe ganz normal wieder in meine Tätigkeit zurück. Das heißt, es ist eine kurze Therapie, es ist eine effektive Therapie, es ist die neue Form der autologen Therapie, wenn man so möchte, Exokain. Und es ist etwas, wo ich finde, das wird die Zukunft werden. Vielen Dank.